Es geht wieder mit unserem sehr geschätzten Berufsjäger hinaus ins Revier. Seine ruhige, professionelle und höfliche Art machen jeden Pirschgang zu einem Erlebnis. Anfangs ist es sehr ruhig, weit weg auf den Berghängen tauchen da und dort mehrere Kilometer entfernt ein paar Stück Rotwild auf. Drei Frischlinge flüchten, jede schützende Deckung nutzend, in den sicheren Eichenwald. Nach einiger Zeit zieht dann auch rund um den Hochsitz Rotwild aus. Ein starkes Tier mit ihrem Kalb, ein junger, sehr gut veranlagter Kronenhirsch und dann ein starker Hirsch, der noch verdeckt hinter den kleinen Eichen steht und so ein genaues Ansprechen noch nicht möglich macht. Der Hirsch ist weit über 400 Meter entfernt und somit weit außerhalb unserer Reichweite. Als der Hirsch wegzieht, erkennen die Jäger die besonders auffällige Fächerkrone, ein starker und interessanter Hirsch. Im Schilfgraben unter dem Hochsitz Kahlwild und ein interessanter Mittelalter-Achterhirsch. So schnell er aufgetaucht ist, so rasch war er auch wieder im Schilf verschwunden. Dann zeigte sich wieder der Hirsch mit der Fächerkrone, noch immer weit über 400 Meter entfernt. Schön ist es Flemen zu sehen, mit der er prüft, ob das Tier brunftig ist. Die Entfernung bleibt stets über 400 Meter, weshalb sich die Jäger vorerst nur am herrlichen Anblick erfreuen können. Wieder zieht Kahlwild hinter dem Hochsitz in den Schilfgraben unten im Tal. Die Hoffnung steigt, dass sich der mittelalte Achterhirsch wieder zeigt. Immer mehr Tiere mit ihren Kälbern ziehen hinunter, aber der Achterhirsch bleibt wie vom Erdboden verschluckt. Herrlich, wie sich das Rotwild in den kleinen Deich, der sich durch das Regenwasser gefüllt hat, sichtlich wohlfühlt. Das ist Kronenhirsch. Weiter. Der ist krank. Ja. Irgendwas am Laufstift haben. Hat jetzt so ein bisschen. Zu lange Stangen, aber super lange hin. Ja. Gleich lang. Im allerletzten Büchsenlicht noch ein weiterer Hirsch, bevor die Jäger den Heimweg antreten. Für die beiden Hirsche vom Vorabend lohnte es sich, einen besonderen Plan für die Morgenpirsch zu schmieden. Welch ein Anblick im ersten Morgenlicht, für die Kamera fast zu dunkel,
Einer der beiden starken Hirsche, die am Vorabend noch einen Kampf ausgetragen haben, röhrt seinen Kontrahenten entgegen. Er steht mit Tier und Kalb auf der Freifläche, der Wind dreht jedoch leicht in die Richtung des Wildes. Ein nach der Stimme sehr alter Hirsch steht links von den Jägern hinter einer Kuppe, aber leider nicht einsehbar, weshalb die ganze Konzentration dem Recken vor ihnen gilt. Das Tier zieht genau in die Richtung, wohin der Wind den Duft der Jäger trägt. Jetzt hat das Tier Wind von den Jägern bekommen und springt ab. Der Hirsch im Troll hinterher. Nicht zu schnell, womit die Chance aber besteht, einen Schuss anzutragen. Der Hirsch röhrt und zieht dem Tier hinterher. Das Fadenkreuz ist bereits am Blatt. Der Hirsch zeichnet gut und bricht nach wenigen Fluchten zusammen. Nicht ganz heil. Lang geglückt. Aber die ganz alten Hirsche sind schon im Wald. Super. Freust du dich? Ja, sehr. Ja, war ein super Erlebnis. Und die Tiere haben uns schon gehabt. Die Tiere haben uns schon gesehen. Ja. Nein, am Wind. Oder der Wind, ja. Minimum. Ja. Du hast auch schön gehört. Das. Ja. Super. Ja, guter Schuss. Ja. Aber ich fühle mich da wohl jetzt. Das glaube ich. Wundergeschaut. Schau mal durch. Nein, ob du es gesichert hast. In der Aufregung. Aber das war ideal dann, ne? Ja. Da wieder einen gehabt. Ja. Und der Taxi. Okay. Aber das war wieder kein Hirsch, der gestern da war. Ich weiß nicht, Ah, schon? ob das nicht der zweite war, der gekauft hat mit dem. Ah, das war ein Doppelkrone. Ja? Der hat eine wunderschöne Doppelkrone. Also den hat ich nicht angesprochen. Tatsächlich, der Hirsch war am Vorabend mit demselben Tier und Kalb spät in der Dämmerung auf die Freifläche gezogen. Ja, war ein super Ergebnis. Ich meine, was willst du mehr als in der Landschaft auf einen röhrenden Hirsch schießen? Also, Hochpur. Besser geht's nicht. Besser geht's. Die Jagdfreunde genießen den Sonnenaufgang. Schön, vor allem, dass die Sonne auch noch kommt. Und jetzt eine Übungsnachsuche für die Aluna. Na, jetzt hat sie sich einpendelt. Oh, großer Hirsch. Großer Hirsch. Ganz großer Hirsch.
Ein starker Bronzemedaillenhirsch mit knappen 7 Kilo und 11 Jahren wurde erlegt. Die Freude über den Hirsch, der noch dazu eine frische Forkelverletzung in der Kammer hatte, war riesengroß. Dem Hirsch war diese Verletzung nicht anzumerken. Unglaublich, welche Kraft dieses Wild in der Brunft entwickelt, selbst solche Verletzungen zu überstehen. Dennoch wäre der Hirsch in den nächsten Tagen ins Wundbett gegangen, denn beim Aufbrechen zeigte sich, dass die Leber doch einiges abbekommen hatte. Die Hirschjagd geht jedoch weiter und ihr könnt euch noch über viele spannende Pirschen mit Jagderfolg freuen. Wenn euch der Film gefallen hat, freuen wir uns über euer Like und ein Abo. Dankeschön und Weidmanns Heil. So wird der König der Wälder heutzutage abtransportiert.